Hallo und herzlich willkommen zum Finale meiner Gartentrilogie. Wir haben gelernt, welche Schätze der eigene Garten für unsere Valleys bereithält. Und ich habe euch Tipps gegeben, wie ihr sicher ungiftige Pflanzen sammelt und für eure Vögel richtig aufbereitet. Heute erweitern wir den Blick und kümmern uns rechtzeitig vor dem Winter um die Wildvögel in unserem Garten. Denn Vogelfreunde mit eigenem Garten oder Balkon können weitaus mehr tun als nur die Vogelfütterung im Winter. Ich weiß übrigens, dass es ein umstrittenes Thema ist, aber ich füttere die Vögel mittlerweile das ganze Jahr über. Zur Brutzeit im Frühjahr und Sommer bekommen die Meisen, die beim Nachbar über mir auf dem Balkon nisten, proteinreiche Mehlwürmer. Perfekte Arbeitsteilung also. Oben die Mietwohnung für die Kinderstube und unten das Buffet und die Wasserversorgung. Denn ein kleiner Teich dient im Sommer als Trink- und Badestelle für Vögel und Insekten. Ich habe sogar schon einige Libellen im Sommer gesichtet. Ihr seht, mit kleinen Maßnahmen können wir ein lebendiges Ökosystem schaffen und wagen den Schritt vom verantwortungsvollen Vogelhalter hin zum Naturschützer. Denn wer den eigenen Garten weniger nach Schönheit und mehr nach ökologischen Aspekten gestaltet, leistet einen aktiven Beitrag zum Naturschutz. Und wen das nicht überzeugt, mit dem Klimawandel ist es wichtiger denn je, diese kleinen Oasen besonders in der Stadt anzubieten. Selbst ein kleiner Garten wie meine 20 Quadratmeter mit Terrasse und circa 10 Quadratmeter Grünfläche ist schon eine Hilfe. Das viele Grün bietet mir mittlerweile nicht nur einen weitaus schöneren Sichtschutz als Wände aus Holz oder gar Kunststoff, es hält auch die Sonne fern und sorgt an heißen Tagen für ein besseres Klima. Bist du bereit, in 3 Schritten deinen Garten umzukrempeln? Schritt 1: Wilde Ecken statt steriler Rasenflächen. Was steckt hinter einem ökologischen Garten? Oder wie mache ich meinen Garten vogelfreundlich? Eigentlich ist das Prinzip des ökologischen Gärtnerns relativ simpel. Im Gegensatz zum akkurat perfekt gemähten englischen Rasen lieben ökologische Gärtnerinnen und Gärtner den Wildwuchs. Ein Paradies für Vögel lebt von einer gewissen liebevollen Unordnung. Unkraut und verblühte Pflanzen werden auch einmal stehen gelassen. Sie bieten Insekten und Vögeln Nahrung, wie zum Beispiel die Hagebutten der Rosen oder die Brennnessel, wie die Raupen meines Lieblingsschmetterlings, das Tagpfauenauge lieben. Und wer genug Platz hat, kann sogar einen Blätterhaufen mit Reisig und Totholz als Unterschlupf für Igel anbieten. Aber bevor ich noch mehr ins Schwärmen gerate, back to basics. Das Zauberwort für unseren vogelfreundlichen Garten lautet heimische Pflanzen. Unsere heimische Insekten- und Vogelwelt ist über Jahrtausende an sie angepasst. Exotische Pflanzen und Blumen mit gefüllten Blüten können zwar hübsch blühen, sind aber für Bienen und Hummeln und Vögel wertlos, denn sie erschweren den Insekten den Zugang zum Nektar und produzieren weit weniger Pollen als ungefüllte Blüten. Und Pflanzen wie die gelb leuchtende Forsythie sind sogar giftig für Vögel. Achtet bei den Blumen darauf, ob sie für Bienen und Hummeln geeignet sind, denn die sind wiederum Nahrung für unsere heimischen Wildvögel. Viele Pflanzen werden mittlerweile im Garten- oder Blumenhandel mit entsprechenden Schildern und Aufklebern gekennzeichnet. Bei Hecken und Sträuchern bevorzugt ihr am besten heimische Arten wie Weißdorn, Berberitze, Sanddorn und Holunder. Eine heimische Eberesche, auch Vogelbeere genannt, kann bis zu 63 heimische Vogelarten ernähren. Wilde Rosen wie die Hundsrose sind eine schön blühende Alternative zu den modernen Rosen mit ihren gefüllten Blüten. Ganz neu in meinem Garten ist die Kornellikirche. Wie viele Sträucher und Hecken erfüllt sie zwei Zwecke. Ihre Blüten bieten Bienen und anderen Insekten eine erste Nahrung. Ihre Beeren und Früchte sind eine gute Nahrungsquelle im Herbst und Winter. Ihre Blätter und der dichte Wuchs bieten im Frühling und Sommer natürliche Verstecke und Nistmöglichkeiten. So macht unsere Hausverwaltung es schon ganz richtig. Die große Wiese ist nicht mit einem Zaun abgegrenzt, sondern rundum mit einer dichten Hecke aus unterschiedlichsten Sträuchern. Ein wahres Naturparadies für die Gartenvögel. Beerensträucher wie Brombeeren, Himbeeren und Johannisbeeren können nicht nur im Sommer mit den Kindern geerntet werden. Sie liefern auch den Vögeln im Garten Nahrung. Und meine Haselnussweide ist jetzt endlich groß genug, um für Eichhörnchen und Eichelhäher Nüsse zu liefern. Außerdem gehören die Haselnüsse zu meinen liebsten Zutaten für Gebäck und Kuchen und sind in letzter Zeit ziemlich teuer geworden. Aber ihr kennt sicher auch die oberste Regel im naturnahen Garten: der komplette Verzicht auf Pestizide und chemische Gifte. Jedes Insektizid tötet nicht nur die ungeliebten Insekten, sondern vernichtet den gesamten Insektenbestand in eurem Garten. Damit auch Nützlinge wie Marienkäfer, Bienen, Hummeln und Ohrwürmer
denn sie sind natürliche Verbündete im Kampf gegen ungeliebte Blattläuse und Co. Anstatt zur Giftspritze zu greifen, nutzen verantwortungsvolle Naturgärtner die natürlichen Verbündeten im Garten wie Regenwurm und Co. Außerdem schaden Pestizide indirekt auch den Gartenvögeln und euren Heimvögeln, denn das Gift zieht in Pflanzen und Äste ein. Und wer sich selbst aus dem Garten mit Obst und Gemüse versorgen will, vergiftet sich damit sogar selbst. Also Finger weg von der Giftspritze. Ein Sud aus Brennnesseln oder Schmierseife ist häufig günstiger und effektiver. Genug Tipps findet ihr auf diversen Gartenseiten und Blogs im Internet. Oder ihr studiert die Literatur. Meine Empfehlung: Es gibt diverse Bücher zu vogelfreundlichen Gärten. Es gibt mittlerweile eine Fülle von Ratgebern zu diesem Thema und jedes Buch hat seine Vor- und Nachteile. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich schon viel zu viele Bücher zu diesem Thema besitze. Aber es gibt schlimmere Hobbys als das Sammeln von Büchern. Ein Thema neben den Futterpflanzen und der Vogelfütterung sind die Doppelagenten. Pflanzen, die den Wildvögeln einen doppelten Nutzen bieten. Schritt 2: Die Auswahl der Pflanzen. Nimm 2. Das Geniale hierbei: Die Pflanzen bedienen nicht nur die Bedürfnisse der Wildvögel perfekt, sondern auch die unserer Wellensittiche. Viele Pflanzen sind für beide Vogelarten ein gesunder Snack und sicherer Ruheplatz. Der Apfel- und Birnbaum. Sie stehen exemplarisch für unsere heimischen Obstbäume. Anders als die beliebten Zitronen- und Orangenbäume liefern sie perfekte Knabber- und Sitzäste für dein Vogelzimmer oder die Voliere. Die Früchte, vor allem das Fallobst im Herbst, sind eine Leibspeise für Amseln und Drosseln und frisch natürlich auch für unsere Bellies geeignet. Vogelbeere, Weißdorn und Schleen bieten als Sträucher dieselben Vorteile. Äste und Blätter könnt ihr als Knabber- und Schredderspielzeug für eure Wellensittiche verwenden und bieten vielfältige Versteck- und Nistmöglichkeiten für die Gartenvögel. Also nicht übertreiben mit der Ernte und lasst genug als Sichtschutz in eurem Garten stehen. Früchte und Beeren garantieren vom Sommer bis in den Winter ein reichhaltiges Nahrungsangebot für Heim- und Gartenvögel gleichermaßen. Weißdorn ist zum Beispiel bei mindestens 32 Vogelarten beliebt. Ein weiterer Vorteil: Alle Pflanzenteile von der Blüte bis zu Samen, Früchten und den Stängeln oder Blättern können bei heimischen Pflanzen verfüttert werden. Bis auf wenige Ausnahmen sind die meisten Pflanzen für Gartenvögel und Wellensittiche gleichermaßen ungiftig. Aber informiert euch vor dem Kauf besser in einem der angesprochenen Bücher oder beim Gartenfachmann eures Vertrauens. Denn wie bei allem gilt auch hier: Ausnahmen bestätigen die Regel. So ist der schwarze Holunder in meinem Garten zwar für Wellensittiche geeignet, aber nur in Maßen. Denn unreife Beeren und die Rinde enthalten einen Giftstoff. Daher sollten andere Pflanzenteile als die reifen Beeren und Blüten nicht an eure Heimvögel verfüttert werden. Und besondere Vorsicht ist bei Zwergholunder und roten Holunder geboten. Sie sind giftig. Die reifen schwarzen Beeren sind unbedenklich und werden sogar von 62 verschiedenen Vogelarten geschätzt. Letzten Sommer ist bei mir wegen der langen Trockenheit die wilde Kade leider eingegangen. Aber neben dem hübschen Anblick bietet sie wertvolle Körnernahrung für Vögel und in den hohen Stängeln können Insekten überwintern, von denen einige wieder für insektenfressende Gartenvögel attraktiv sind. Kleiner Tipp für die Wasserversorgung von Pflanzen und Tieren. Ich habe diese Keramikgefäße entdeckt. Sie lassen sich bis zum ersten Frost, denn sie sind leider nicht frostsicher, in den Boden eingraben und geben das Wasser langsam an den Gartenboden ab. So müsst ihr weniger gießen und Bäume und Büscher genießen eine optimale Wasserversorgung, auch in der Trockenzeit. Dieses Jahr hat es bei uns nämlich wochenlang gar nicht geregnet, sodass meine Regentonne immer wieder neu gefüllt werden musste. Zweiter Tipp: Wer keinen Platz für einen großen Teich hat, kann einen kleinen Bottich, das hier war früher ein Waschzuber, mit Teichfolie auskleiden. Ihr könnt natürlich auch eine flache Wasserschale oder Vogeltränken aufstellen. Mittlerweile gibt es sogar extra Bienentränken, die mit Steinen gefüllt sind, damit die kleinen Insekten nicht ertrinken. Denselben Effekt erzielen Wasserpflanzen wie die geliebten Seerosen mit ihren Blättern. Ich habe an dem kleinen Teich im Sommer sogar schon wunderschöne Libellen gesehen. Und selbst die Nachbarskatzen trinken von dem Wasser. Ganz elegant steigen sie auf die Steinfigur vor dem Bottich. Selbst im Winter haben Spatzen und Meisen in dem kalten Wasser gebadet. Wie gesagt, es gibt viel zu beobachten, wenn euer Garten zu einem beliebten Vogeltreffpunkt wird. Und das selbst in der Stadt mit Autoverkehr. Doch zurück zu unseren Wildpflanzen. Königs- oder Nachtkerzen sind wie Sonnenblumen eine beliebte Nahrungsquelle für kleinere Vögel.
Neben den Samen bieten Blüten und Stängel auch Beschäftigung. Wildkräuter bieten sich besonders an, wenn ihr kleinen Vögeln wie Meisen, Finken und Spatzen, aber auch den Wellensittichen ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Nahrungsangebot in kleinen Gärten suchen wollt. Sie lassen sich auf dem Balkon, auf den Töpfen und auf der Fensterbank draußen ziehen. Oder ihr lasst Unkraut wie Vogelmiere, Löwenzahn und Wegerich einfach an wilden Ecken im Garten stehen. Bei mir wächst mittlerweile Melisse und Petersilie wild im Garten. Da die Küchenkräuter ätherische Öle enthalten, sollten sie den Wellies nur gelegentlich angeboten werden. Vorteil hier, bei den Kräutern gibt es keine bekannten Einschränkungen. In Maßen genossen sind sie nicht schädlich und unterstützen sogar die Vogelgesundheit. Und ihr könnt sie auch zum Kochen verwenden. Ich nehme mittlerweile nur noch Dill und Salbei aus dem Garten. Schritt 3: Basics für dein eigenes Vogelparadies im Garten. Ich hoffe, ihr nehmt nach diesem Video mit, dass auch ein kleiner Garten schon einen ökologischen Beitrag leisten kann. Und ihr müsst auch nicht auf schön blühende Pflanzen oder eine Rasenfläche verzichten. Schon eine kleine Ecke, die ihr in eurem Garten für Vögel und Kleintiere reserviert, trägt zum Naturschutz bei. Ihr könnt mit einer frei wachsenden Hecke aus Weißdorn, Holunder und Wildrosen starten. Sie ist Nistplatz, Schutzburg und Beerenbuffet in einem. Davor ein Staudenbeet mit Sonnenblumen, Ringelblume, wilder Kade und anderen Staudenpflanzen für Distelfink und ganz wichtig, lasst Unordnung zu. Ein Haufen Laub, stehen gelassene Stauden und Hagebutten über den Winter. Das ist das natürliche Fünf-Sterne-Hotel für unzählige Insekten und ein gedeckter Tisch für Vögel, die darin nach Nahrung suchen. Besonders in der Stadt wird dein Garten so zu einer Brücke zwischen Park und Umland für die Tiere. Bei uns haben es Vögel und Co. besonders gut. Hinterm Haus gibt es noch Schrebergärten, hohe Bäume, jeweils vor und hinter den Reihenhäusern. Die Rheinaue, ein Stadtpark mit Seen direkt am Rhein, ist nicht weit. Kein Wunder, dass sich die grünen Alexandra- und Halsbandsittiche hier pudelwohl fühlen. Sie sind seit einigen Jahren regelmäßiger Gast an meiner Futterstation im Winter und sogar die Krähen haben vor ihnen Respekt. Mein Garten ist mit der Zeit gewachsen und sah am Anfang noch wenig einladend aus. Daher würde mich interessieren, wie es bei euch aussieht. Habt ihr Gärten oder einen Balkon? Und wenn ja, habt ihr ihn in einigen Aspekten naturnah und vogelfreundlich gestaltet? Und wie steht ihr zu Tauben? Die Stadttauben sind bei mir leider ein regelmäßiger Gast an den offenen Futterstellen. Im Winter nutze ich die Futterstationen, an denen nur die kleinen Vögel fressen können, zum Leidwesen von Eichelheer, Elster und Co. Und verteidigen eure Wellies auch so stark ihr Revier? Meine rasten regelmäßig aus, wenn Spatzen und Meisen an die Futterstellen gehen. Und sie antworten den Rufen der Gartenvögel. Ich frage mich immer, ob die sich gegenseitig verstehen. Macht's gut und passt auf eure gefiederten Freunde daheim und im Garten auf. Hoffentlich bis bald bei meinem nächsten Video.